Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video stellen wir euch heute den MSI Pen vor und am Ende zeigen wir euch noch einen kleinen Vergleich von dem Asus Stylus Pen SA203H. Um euch kurz mal den Lieferumfang zu erwähnen, also wir haben einmal den MSI Pen, der Hauptbestandteil im Lieferumfang ist. Wir haben ein USB-C zu USB-A-Kabel, wodurch dann auch die nervige Batterie wegfällt bei dem Stift. Also ihr könnt ihn ganz normal laden, da ist keine Batterie mehr drin. Und ihr habt im Lieferumfang noch zwei austauschbare Spitzen mit jeweils zwei unterschiedlichen Härten. Also die Verbindung mit dem Stift ist möglich über Bluetooth. Ihr könnt ganz normal den Stift in der Windows-Option mit Bluetooth verbinden. Dazu gibt es auch noch eine eigene Software von MSI, um den dritten zusätzlichen programmierbaren Knopf einzustellen. Der Stift benutzt das Protokoll MPP 2.0. Somit hat er 4096 Druckstufen, wenn ihr schreibt, und eine Sampling Rate von 266 Hz. Der Stift ist 14 Gramm schwer, wird über USB-C geladen. Eine Vollladung könnt ihr in 65 Stunden lang nutzen. Den Akkuladezustand könnt ihr über den zwei Knöpfen genau hier finden, aber ihr könnt ihn auch in der MSI eigenen App nachschauen. Der Stift hat noch zusätzlich zwei weitere Spitzen im Lieferumfang. Eine Spitze ist hart, die andere ist weich. Der Stift hat drei zusätzliche Tasten, einmal der Radierer, einmal der rechte Mausklick und einmal eine programmierbare Taste, die ihr in der eigenen App von MSI einstellen könnt. Wenn ihr den Pen besitzt, sowie auch ein Gerät, was in der Summit-Serie von MSI dabei ist, könnt ihr den Stift ganz einfach an der Seite mit einem Magnet dran klippen. Durch das Protokoll MPP 2.0 ist es mit den neuesten Windows-Geräten kompatibel. Einfach kurz checken, ob euer Gerät MPP 2.0 unterstützt und dann könnt ihr auch diesen Stift verwenden. Die Clip-On-Funktion von diesem Stift kann nur perfekt genutzt werden, wenn ihr auch wirklich ein Notebook von der MSI Summit-Serie habt. Jetzt vergleichen wir noch kurz den MSI Pen mit dem Asus Active Pen 2.0. Der Asus Active Pen 2.0 unterstützt ebenfalls das Protokoll MPP 2.0 und ist somit mit den gleichen Geräten kompatibel. Beide Stifte werden über USB-C geladen. Der Asus Pen hält aber doppelt so lang mit 140 Stunden Nutzungsdauer. Im Vergleich von den beiden Stiften wirkt der MSI Pen ein bisschen hochwertiger und kommt mit passender Software. Auch der Asus Pen hat eine programmierbare Taste und wird mit Bluetooth verbunden. Beim Asus Active Pen 2.0 werden anstatt drei Spitzen 4 unterschiedliche Spitzen mitgeliefert, die unterschiedliche Härten haben. Insgesamt sind laut den Fakten beide Stifte relativ vergleichbar, jedoch kommt jetzt das große Minus: der MSI-Stift kostet das Doppelte. Deshalb können wir den MSI Pen nur für Leute empfehlen, die auch wirklich ein MSI Notebook haben von der Summit-Serie, wo wenigstens noch die Clip-On-Funktion einen Nutzen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne unten machen. Wir haben den Asus Pen noch in unserer Videobeschreibung verlinkt.